Was denn? Wenn ich Öl umkippe, ja, und unten nichts zu sehen ist, wo haut der das Öl durch? Du Pappnase, warte mal, was macht der? Für was ist der Motor bekannt, der Spinula? Olli, ich habe gestern Öl umgekippt. Ja. Ja, und ich bin gestern nicht weit gefahren. Dann sind deine Ringe unten drin kaputt. Das ist jetzt völlig zu. Ja, Also, aber hat der das ganze Öl jetzt der weg? verbrennt das mit? Er müsste das doch halbwegs stinken, oder nicht? Nein. Darf ich an der Tankstelle anhalten, ja, Und Ölkurven. und Öl kaufen, übelst teures, weil der mir hier jede Minute Öl voll Du sagt. jammerst überteuert. Ich habe bei der Tanke die letzten 5 W30 gekauft. Dann weißt du, was teuer ist? Ja, Du, trotzdem! du tankst ja 10 W40, das billigste Öl überhaupt drin. Ja, klar. Aber das kriegst du begriffen, du musst dann halt 0 W30 oder 0 W40 nehmen. Dann kriegt man das auch wieder im Griff. Musst du immer belegen, musst du alles belegen. Flasche bitte. Die ja da drinnen eingestellt sind. Na, so wie sie eingestellt ist, 80 Milliliter. Dann sind die Kolbenringe, die haben 10 Löcher.
in Magdeburg, muss ich sagen, gibt es schon viele Jobs. Auch Jobs. Aber ich sage dafür, macht auch für Versicherungsländer, für die sind halt auch mehr. Ein Job auf jeden Fall, der kann die Zeit für mich. Immer schön gebunden an, Ausbildung und Arbeiten machen. Das ist ja alles. und das Leben, macht das Beste aus. Eine Möglichkeit ist echt eine Führung. Einige Wochen nach Beginn erreichten uns folgende Neuigkeiten. Bei Peter sind die Bauarbeiten noch im vollen Gange. Hey Leute, wir haben bei Gott eine Zukunft, die werden wir nicht rein. Aber die Baustelle, die Jahrhundertbaustelle ist das. Die wird wohl 30 Jahre nicht fertig werden. Derweil ist Niki einen großen Schritt weitergekommen. Der 40-Jährige hat seine neue Wohnung fast vollständig eingerichtet. Das ist eigentlich Wohnküche, sieht man ja. So, das ist natürlich mein Arbeitszimmer. Es ist zwar nicht aufgeräumt, aber ich denke mal, es ist eigentlich gesund gearbeitet. Ja. Stimmt aus. Das, was ich habe, bin ich zufrieden. Da kann ich auch bei jedem das immer nicht gemacht haben. Doch die schönsten Bilder kommen von Lisa. Denn Papa Markus konnte das Krankenhaus nach 4 Monaten endlich verlassen. Schlimm, ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Du schlagst vor knapp 2 Jahren. Der sah aus wie so Hähnchenschnitzel mit Tzatziki und so ein bisschen Fett. Flugzeug. Ja, aber du sahst schon ein bisschen so bräulich aus, sag ich mal. Du sahst schön aus bei mir. Wo ist denn die Studie her, dass du das mit den Zähnen machen kannst? Das würde dann auch Ich hab geraucht. Ja, du sollst ja auch nicht in der Küche rauchen, du sollst auf dem Balkon rauchen. Bis um 19 Uhr Bahn, reicht dir das? Ja. Gut. Wir machen uns einen Zeitplan. Machst du Flurich noch aus? Ja, aber natürlich. So. Ach Mann, der Willi. Was hat er denn hier mit dem Audi? Hat er mir gerade erzählt. So Willi, weil er er hat gestern Öl aufgekippt und das Öl ist schon wieder weg. Er hat gesagt, Willi, wie viel Öl hast du im letzten raufgekippt? Na, 3 Liter. Ich so, ey, das ist aber ein bisschen viel für den Motor eigentlich schon. Mein Audi gibt vor 1000 Kilometer 1 Liter Öl, ne? Ich glaube mal, deine Ringe sind völlig dichter. Jetzt musst du eigentlich den ganzen Motor zerlegen und mal neue Ringe sind. Aber dann eigentlich so Willi gesagt, das kommt davon, wenn man auch mit dem Ding, mit den Kilometern mal so 210 und so noch fährt. Guck mal, wer da blond ist. Oh. Aber nicht mal blond, das ist ja so ein rotbraun. Ja. Startet! Hey Boss. Ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Wir haben einen Maulwurf. Nein. Was? Wer? 18 Uhr. Ich lag die ganze Nacht wach und habe mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Der bei uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Frank. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Alles, was ich habe ich durch Frank.
Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Keine Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unseren Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach tust du, was getan werden muss. Der arme Frank. Aber warum macht ihr das? Kleiner böser Bub. Vincenzo wartet mit einem sauberen Wagen auf dich. Vincenzo. Hat gutes Auto. Harte Zeiten, Tom. Das darf nicht ans Licht kommen, Tom. Fang mit Biff an, aber gib ihm nichts. Ich habe hier einen neuen Wagen. Und hier ist noch was, wenn du willst. Sieht Frank eine Lupara? Weiß er Bescheid. Alte Schule. And now for the latest news. The Navy is today continuing its search for the remains of those brave souls lost aboard the airship USS Akron. The Akron was destroyed in a violent thunderstorm off the New Jersey coast Tuesday morning, with the loss of 73 of 76 aboard. The disaster stands as the worst aviation accident on record. Yesterday, one of the survivors, Lieutenant Commander Herbert V. Wiley, spoke to members of the press and gave a brief account of the tragedy. He also spoke of the survivors' rescue by the German tanker Phoebus. President Roosevelt has described the loss of the Akron as a national disaster and said that he grieves with the wives and families of those lost and the nation. We will bring you more on the disaster and the Navy's search as we receive it. Thank you for listening. We return now to our scheduled programming. Tommy, was ist los? Gibt's irgendetwas Neues, was den Don interessieren könnte? Vielleicht. Was wär's dir wert? 20 Mäuse. Besser 40? Gut, dann raus damit. Das FBI ist hier.
Morello hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Little Tony hat einen Typen in Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hat hübsch gezwitschert. Fragt ihn. Okay. Danke. Immer ein Vergnügen, Tommy. Oh ja. Welcome to a WLH Sports Report. There's a sense of anticipation as we await the start of the big game. Our very own Lost Heaven Lancers are out on the road, deep in enemy territory as they take on bitter rivals, the Empire Bay Cannons. This year's Gold Series is shaping up to be one of the best on record, with both teams matching one another blow for blow. Despite the Cannons' home field advantage and an early lead in the series, the Lancers have bounced back and have really taken their rivals to task. Many of the plaudits and column inches have been dedicated to one man. Lancers pitcher Bunny Smith is one of this year's standout performers. And with this series tied at 3-3, he may well be the key man that brings the Wistman Trophy back to Lost Heaven. But doing so will be no easy task, as standing in his way is opposition captain Foghorn Jack Seidel. His solo home run in the bottom of the fifth inning of Game 5 turned events in favor of the Empire Bay team. Victory was canceled out by the Lancers in Game 6, and we now have a perfect game finale that is sure to have everyone listening to their radios. Can Bunny Smith bring it home to Lost Heaven? Will the Cannons Towering Redhead have the final say. WLH 570 Lost Heaven Radio will carry live coverage of the final game of the Gold Series, and we hope you'll join us in wishing our boys well. And now, back to some of the latest musical numbers. Feeling blue? Then reach for a blue. A big break blue, that is. A cigarette guaranteed to satisfy, relax, and fortify. Big break blue. Let your troubles go up in smoke. Ist alles okay? Tom? Nein, ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Feds? Der wollte erst nur einen Drink. Am Ende waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Wo? Oak Hill, Ecke Pine. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte. Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Nein, nein hat er nicht. Tom, was ist los? We return now to the coverage of Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them, and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty, what with the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best current hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, a man mountain with a shock of red hair, and Lancers star Bunny Smith. Speaking of Smith, he is jogging, I suppose you'd say, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. By goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers. Elves, Graveson, and Nicholson. Smith seemed to have pepped them up. That's good to see. That's what a good captain does. The Cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too far away from the opening pitch here at the Armory, the home of the Empire Bay Cannons. Stay with us for more. Nach dem Gasleck wieder geöffnet. Holen Sie sich die
Zeit. Heaven and sing, sing you sinners. Just wave your arms all about. Let the Lord hear you shout. Pour that music out. Sing you sinners. Whenever there's music, the devil kicks. He don't allow music by that river. Sticks you're wicked and you're different ways. And you won't misbehave. If you want to be saved, sing you sinners. Hier ist es wohl. Zeig mir diese Geschäftsbücher, Frank. And we return now to coverage what could be the final play of this game and the series between the Lost Heaven Lancers and the Empire Bay Cannons. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift. It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase focus, drive, and mental clarity. Pick up a bottle of Swift Cola today. And as we are coming to a close, let me thank today's other sponsors, Big Break Cigarettes and Lost Heaven Courier. Both of these teams could be said to be entering golden eras. Each team has a star player at the core with promising youngsters set around them. I refer, of course, to Smith and Seidel. The Cannons have had several such golden periods. The Lancers, it's fair to say, have not. I can see Lancers manager Frankie Hodge prowling in front of the dugout, gesticulating. He seems animated, to say the least. Looks like he's putting one of the officials in his place or something or other. With the noise of the crowd, it is quite hard to say for sure. Whatever's going on down there, you can feel the sense of occasion, and you just know that whatever happens, the crowd will be the first to tell you what has happened. The Lancers are now within minutes of snatching the Gold Series, which at one stage had appeared doomed, but they equally teeter on the edge of defeat. It all comes down to the final play. Nobody is warming up in the bullpen. Nobody down there is considering the possibility of extra innings. Bunny Smith then, standing on the mound, a look of steely determination on his face. He's betraying no emotion, doesn't look nervous or tired after his exertions this series, nor does he appear to be carrying the weight of expectation. He's having a word with the umpire about something or other. What a strapping fellow. 6'2", 195 pounds. If the Lancers are to win here today, he's going to write himself into the record books. And boy, oh boy, what that would mean to the people of Lost Heaven after such a long time without glory on the diamond. All right, they've sorted out whatever was going on. Here we go then. In for the Cannons, it's Paddy Doherty. Smith is pitching the game of his life, but Doherty's a big man. If he can catch one, it could run, and with bases loaded, the Cannons would have it. Here we go. Doherty facing down Smith. Fastball and strike.
The big man thought he had it. Some speed on that ball, my goodness. It's fair to say Doherty looks a little spooked. He was convinced he had it. His body language tells the tale. Smith remains cool under pressure, not a flicker of emotion on his face. He winds up. And that's two. There was zip on that one. Good Lord. Seidel is barking something at Doherty, but we have no chance of hearing it as the noise Sie of the bringen crowd dich zum reaches Flughafen, fever Frank? pitch. Doherty's gesturing, and that's only making Seidel more irate. This is it, folks. Another strike, and the Lancers win. If Doherty can get behind it, surely the Cannons will get all their men home and snatch victory. A swing and a miss, and that's the winners! Lancers win! Lancers win! And Smith finally cracks an elated smile. He's thrown his cap in the air, as have his teammates. Lancers win the 1933 Gold Series! Scheduled music program. Gott, sie bringen ihn in einen anderen Staat oder sowas. Mist, das ist nicht gut. Wer sind diese Leute? Das FBI? So ein Typ hat mir eine Marke gezeigt und mich rausgeholt. Das FBI, da soll eine Übergabe stattfinden. Die fliegen jemanden raus. Wem wird er denn übergeben? Die Leute beim Flieger sahen wie Gangster aus. Wie lange dauert das noch? Ich muss zum Flieger. Bis der Gefangene abgehoben hat, schätze ich. Nein, viele von denen sehen nicht wie Bullen aus. Chef meinte, wir sollten hier vorsichtig sein. Hab gehört, die Felsen. Hey, der Kerl gehört nicht zu Ihnen!
Spitze und Steuerpapiere. So haben sie auch Capone gekriegt. Und nun ist... Boah. So war das nicht geplant. Nicht nur Kugeln, sondern durch Spitze und Steuerpapiere. Versuch es von der Seite!
Tom. Frank. Der Don schickt mich. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Ist okay. Ihr könnt rauskommen. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser Leben. Und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Grand Imperial Bank. Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre. Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Also, Marge, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an. Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank! Steig ein, Marge! Für Alice. Für mich. Bitte steigt in das verdammte Flugzeug. Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gott, Frank. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so. Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulegen. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Gottverdammt, Frank. Das war. Guten Tag, Sir. Wo sind bitte die Schließfächer? Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Toller Tag, was? Aha. Ich hoffe, du bleibst anständig. Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte, folgen Sie mir.
Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Du machst meine Jungs nervös, Marco. Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wie darin keine Ehre liegt, Ennio. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart.